Herzlich willkommen zu einem neuen Video für alle Virago-Verrückten, für alle Schrauber und Bastelfreaks. In diesem Video hier möchte ich heute einmal ausprobieren, ob dieses Motorrad, was vor gut 10 Jahren stillgelegt worden ist, nämlich im Oktober 2013 wurde die stillgelegt, anschließend ein bisschen auseinandergepflückt und in einer Scheune verstaut. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich dieses Motorrad erwerben konnte für einen Apfel und ein Ei. Und mich interessiert jetzt vor allem, ob sie nochmal anspringt, ob der Motor läuft und. Soweit wie ich sehen kann, ist die Zündbox ist da. Da fehlt eine Zündkerze. Den Sprit zum Starten können wir natürlich auch nicht mehr nehmen. Hier auf der Seite scheint soweit alles noch da zu sein, was wir zum Starten brauchen. Ich habe bereits schon einmal den kleinen Deckel geöffnet und geprüft, ob die Maschine im Leerlauf ist und ob der Motor sich überhaupt bewegt oder ob er fest ist. Und ich konnte von Hand den Motor durchdrehen. Was jetzt eigentlich nur fehlt, ist eine Zündkerze. Eine Batterie brauchen wir, da ist keine drin. Und ein bisschen Sprit. Das werde ich jetzt mal vorbereiten und dann wollen wir gleich einfach mal das Motorrad starten. Ich denke, die Vergaser, die werden wahrscheinlich zugeklebt sein. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sie nicht anspringen, aber mich würde das schon interessieren, ob es nicht doch geht. Ich gucke noch mal eben ins Ölschauglas. Naja, vielleicht werde ich vorher auch noch einmal kontrollieren, ob überhaupt Motoröl drauf ist. Das bereite ich jetzt mal vor und dann geht es gleich weiter. Schon geht es auch weiter. Wir haben die Zündkerze eingedreht. Ich habe hier die Benzinpumpe mal abgeklemmt. Ich möchte ja nicht den siffigen Sprit aus dem unteren Tank gleich nach oben haben. Dann habe ich hier eine Benzinleitung angebracht. Dieser Schlauch, der dient uns jetzt gleich als Tank. Den werde ich dann noch befüllen, bevor wir gleich erstmal starten. Wir gucken mal, was generell passiert, wenn wir jetzt mal die Zündung anmachen. Es passiert gar nichts. Ich drücke mal auf Run. Okay, vorne hat etwas geklackt. Ein Relais hat irgendwo geschaltet. Wir könnten jetzt starten, wenn wir Sprit drin hätten. Das mache ich dann jetzt einmal. So, wir haben nun Sprit eingefüllt. Jetzt ist leider das Dumme passiert, dass mein Schlauch nicht ganz dicht ist. Da tropft es ein bisschen raus. Ich hoffe aber, dass wir genug Sprit im Vergaser haben, dass die Maschine anspringt. Also Zündung an und dann wollen wir mal den Startknopf betätigen. Vielleicht drücken wir den Choke auch noch runter. Ihr habt es gehört. Das Motorrad springt nicht an. Nun gut, der erste Startversuch ist schon mal fehlgeschlagen. Es lag, glaube ich, daran, dass die Batterie ganz einfach zu schwach ist, die ich eingebaut habe. Ich habe jetzt mal das Ladegerät dran gehangen und dann werde ich morgen früh noch mal einen Startversuch machen. Wie gesagt, ich habe auch hier den Motor, den kann man schön mit Kompression leicht drehen, der sitzt nicht fest. Dann müssen wir halt noch mal bis morgen früh warten, bis die Batterie geladen ist. Und dann versuchen wir mal den Startversuch Nummer 2. Heute folgt der zweite Startversuch. Wir haben die Batterie über Nacht geladen und das Ladegerät zeigt uns nun an, dass die Batterie vollständig geladen ist. Dann werden wir gleich nochmal wieder Sprit einfüllen. Ich habe hier auch jetzt eine andere Leitung genommen. Das sollte dann dicht sein. Und dann probieren wir es gleich nochmal aus,
obwohl ich glaube, dass die Batterie allgemein zu alt ist und zu schwach ist, dass sie auch wieder nur ein paar Mal drehen wird und dann den Geist aufgibt. Wir gucken mal. Benzin ist nun eingefüllt. Zündung ein. Run. Und der zweite Startversuch folgt nun. Versuch Nummer 2 mit der Batterie nichts gebracht hat, habe ich mir jetzt mal noch ein weiteres Motorrad zum Überbrücken dazu geholt. Das werde ich jetzt gleich mal anschmeißen und dann versuchen wir mal, ob wir diesen Motor hier mit Überbrücken starten können. Dadurch wird es natürlich hier gleich ein bisschen lauter. Ich hoffe, man hört dann überhaupt, wenn dieser Motor anspringt. Ausprobieren. Folgt der Startversuch Nummer 3. Wir hören, der Motor dreht, möchte starten. Es kommt genug Strom zum Starten, aber sie springt nicht an. Versuch erfolgreich gescheitert. Ich kann mir jetzt überlegen, möchte ich die Vergaser einmal reinigen und dann nochmal ausprobieren oder lasse ich es einfach sein und zerlege die Maschine weiter und verkaufe sie in Teilen. Aber mich würde schon interessieren, ob der Motor in Ordnung ist, ob der läuft, ob man den vielleicht auch als laufenden Motor verkaufen kann. Mal sehen. Ja, ich werde mir jetzt gleich die Zündkerzen nochmal angucken, ob da Sprit angekommen ist überhaupt. Ich werde mal einen Blick in den Luftfilter werfen, wie der aussieht. Weil zum Starten brauchen wir ja nur ein bisschen Sprit, ein Funke und Luft und schon knallt der Motor. Endlich ist es soweit, der nächste Startversuch erfolgt. Wir haben den Vergaser jetzt gereinigt, wieder eingebaut. Und ihr wisst ja, der Motor, die Maschine, die XV hier, die stand 10 Jahre rum. Ich will wissen, ob der Motor funktioniert. Und deshalb folgt nun ein weiterer Startversuch und wir gucken mal, ob die Virago anspringt. Und los geht's. Und wie wir sehen, es passiert gar nichts diesmal. Nächster Versuch, nachdem nichts passiert ist, werde ich jetzt mal direkt 12 Volt auf den Anlasser geben und dann schauen wir mal, ob dann was passiert.
Ja, letzter Startversuch. Hat geklappt. Der Motor läuft. Ich bin zufrieden. Wenn euch das Herumexperimentieren gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und ein Abo, darüber würde ich mich auch sehr freuen. Demnächst folgen noch bestimmt ein paar mehr Bastlervideos und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen.